Endlich ist es soweit. Seit über 10 Jahren spiele ich jede Woche Lotto. Doch reich wäre ich jetzt ausgerechnet durch einen dummen Zufall. Wie ich deswegen mein Leben ändern werde, wie ich mich beruflich neu aufstelle und was du tun solltest, wenn es dich auch erwischt. All das erfährst du hier in diesem Video. Fast wäre mir diese Mail durch die Lappen gegangen. 1,2 Millionen Dollar habe ich gewonnen, ohne auch nur eine einzige Zahl zu tippen. Zum Glück habe ich die Mail noch rechtzeitig in meinem Spam-Ordner gefunden. Sonst stünde ich jetzt wirklich dumm da. Der Hintergrund? Eine wohltätige Organisation hat sich anscheinend dazu verpflichtet, 1 Milliarde Pfund an andere wohltätige Organisationen zu verteilen. Aber anscheinend auch an Privatleute wie mich. Per Online-Zufalls-Auswahlrat. Ich werde all das Geld klug investieren, um auch nie wieder einen Tag arbeiten zu müssen. Doch das Wichtigste zuerst. Da ich jetzt finanziell unabhängig sein werde, habe ich mich entschlossen, mein Arbeitsverhältnis per Video zu beenden. Vielleicht erspart mir das die Mühe einer Kündigung. Und mit etwas Glück bekomme ich noch eine Abfindung. Auch wenn ich die jetzt gar nicht mehr nötig hätte. Liebe KollegInnen, seit 12 Jahren arbeite ich bereits im Unternehmen. Jetzt habe ich die Freude, euch mitzuteilen, dass sich unsere Wege endgültig trennen. 12 lange Jahre, in denen ich mir euren Müll in endlosen und zumeist komplett sinnbefreiten Zoom-Meetings anhören durfte. Eure Ideen waren so einfallsreich wie genial. Nämlich gar nicht. 12 Jahre, in denen ich mich frage, warum diese Abteilung überhaupt existiert. Jeder von euch ist absolut überbezahlt. Gleicht es allerdings durch fehlende Qualifizierung wieder aus. Ich frage mich seit dem ersten Tag, was für ein Aufwand es gewesen sein muss, ein solch untalentiertes Team zusammenzustellen. Ich habe noch ein paar persönliche Worte an einige von euch. Rebecca aus dem Marketing-Team. Es ist nicht das Hochstapler-Syndrom, wenn man wirklich keine Ahnung von seinem Job hat. Dann ist das einfach nur Selbstreflexion. Täte dir mal ganz gut. Jakob von Human Resources. Niemand interessiert sich für deine verdammte Katze. Und keiner hat Lust, sich stundenlang Geschichten darüber anzuhören, wie du sie dressiert hast, Pfötchen zu geben. Und lieber Klaus, auch wenn alles immer teurer wird, 2-mal die Woche duschen kannst du dir leisten. An euch alle, bitte löscht meine Nummer, blockiert mich auf Social Media, schreibt mir keine Mails. Wir hatten jetzt genug Kontakt für 3 Lebensspannen. Ich, für meinen Teil, freue mich jetzt schon darauf, euch nie wiederzusehen. Ja, ich weiß, an mir ist ein Grußkartenschreiber verloren gegangen. Damit wäre das Wichtigste erledigt. Jetzt brauche ich noch einen guten Vermögensberater. Wohl besser einen Honorarberater, der mir nicht das Geld aus den Rippen leiert. Diversifikation. Und dann kann mein neues Leben beginnen. Bevor ich mich verabschiede, lasst uns noch überlegen, wie man sich bei einer solchen Mail richtig verhält. Bis hierhin war natürlich alles Quatsch. Wenn dich das Video bisher ein wenig unterhalten hat, bitte gib mir noch ein paar Minuten. Denn auch wenn du bereits alles über Online-Betrug weißt, es ist wichtig, sich das Ganze regelmäßig ins Gedächtnis zu rufen. Zuallererst, wenn du auch so eine frohe Botschaft in deinem Postfach findest, Klick da nicht drauf. denk zuerst nach. Warum stehen da 2 verschiedene Währungen in der Mail? Warum sollte mir überhaupt irgendwer Geld schenken? Und was zur Hölle ist ein Online-Zufalls-Auswahlrat? Oft kannst du auch nachschauen, von wem die Mail kommt, indem du die Absenderadresse anzeigen lässt. Auch wenn das Mailprogramm die häufig verbirgt. Du kannst sie normalerweise ansehen, indem du auf den Namen des Absenders klickst. Steht da nicht support@microsoft.com oder apple.com oder Amazon oder was auch immer, sondern xyz123@komischedomain.irgendwas, dann ist das ein ziemlich starkes Indiz darauf, dass jemand versucht, an dein Geld zu kommen. Aber Vorsicht! Profis können auch echte Absenderadressen fälschen. Das nennt sich Spoofing. Also wenn sich beispielsweise ein angeblicher Schuldner meldet, dann prüft das besser nach. Such dir eine Kontaktmöglichkeit, aber natürlich nicht aus der potenziellen Scam-Mail. Die verbindet dich sonst direkt mit den Betrügern. Besser man ist übervorsichtig als nicht vorsichtig genug. Okay, die Mail aus meinem Beispiel ist so offensichtlich Scam, wie die Markenbrillen vom Kofferverkäufer am Hotelstrand keine echten Oakleys sind. Übrigens, du weißt auch nicht, ob der Absender wirklich der Verantwortliche ist. Oft ist es nur sein letztes Opfer, dessen E-Mail-Adresse gekapert wurde. In Zeiten von KI werden die Kriminellen immer cleverer
Und deswegen solltest du das auch sein. Laut Statista lag der Gesamtschaden durch Datendiebstahl, Industriespionage oder Sabotage in Deutschland im Jahr 2025 bei fast 290 Milliarden Euro. Solche Mails machen zwar nur einen geringen Prozentsatz davon aus, aber trotzdem ist Vorsicht geboten. Warum im Jahr 2026 solche Mails nicht direkt beim E-Mail-Provider gelöscht oder wenigstens im E-Mail-Programm mit einer dicken Warnung versehen werden, das ist gar nicht so einfach. Sie versuchen es, aber wie du an meiner Mail siehst, nicht immer erfolgreich. Naja, so landen sie wenigstens im Spam-Ordner, aber das klappt auch nicht immer. Warum du so eine Mail ignorieren solltest? Es kann sein, dass in einer Mail Objekte wie Bilder sind, die nach dem Öffnen geladen werden. Dadurch kann der Absender sehen, dass du die Mail geöffnet hast. Und somit hast du deine E-Mail-Adresse verifiziert. Der Betrüger weiß nun also, dass deine E-Mail-Adresse aktiv genutzt wird. Auch wenn du nichts weiter machst, bekommst du wahrscheinlich jetzt noch mehr Scam-Mails. Öffne keine Anhänge. Da könnte auch Schadcode enthalten sein, der das Gerät, mit dem du die Mail geöffnet hast, infiziert. Außerdem kann die Mail sichtbare oder versteckte Links enthalten, die, wenn du sie öffnest, den gleichen Effekt haben könnten. Auch wenn du dir einen Spaß erlauben möchtest und dem Scammer zurückschreibst, das wird dir wahrscheinlich nichts bringen, außer dass du noch mehr über dich preisgibst. Deswegen, lass es lieber sein. Ignoriere es, lösch die Mail, ohne sie zu öffnen und hak das Thema ab. Wir sind hier wirklich tief im KI-Thema. Bisher haben Kriminelle noch schwache KI genutzt, spezialisierte KI, beispielsweise für Übersetzung. Du hast ja vorhin in der Scam-Mail, die ich als Aufhänger benutzt habe, gesehen, wie voller Fehler die war. Das war übrigens eine echte Scam-Mail, die ich vor ein paar Tagen bekommen habe und die mich zu diesem Video ja angeregt hat. Danke, Scammer. Ich habe die Mail nicht aufgemacht, aus den Gründen, die ich oben bereits genannt habe. Ich vermute einfach mal, dass der Scammer mich dazu bringen wollte, dass ich ihm Geld sende. Vielleicht unter dem Vorwand, dass ich dadurch meine Identität bestätige oder um irgendwelche Gebühren zu bezahlen, damit ich meinen Gewinn ausgezahlt kriege. Vielleicht war es auch eine Phishing-Mail, die mich auf eine manipulierte Webseite geleitet hätte. Da hätte ich dann meine Daten für meinen Apple- oder Google-Account angeben sollen oder vielleicht sogar meine Online-Banking-Daten. Ich könnte mir natürlich eine VM, also einen sicheren, isolierten Bereich auf dem PC installieren und eben sicher nachschauen. Doch darum soll es heute gar nicht gehen. Diese Mails sind nicht neu, aber sie werden zunehmend besser und für Kriminelle immer einfacher zu fälschen. Mit KI kannst du richtig professionell aussehende Dokumente und Webseiten erstellen. Davor ist niemand mehr sicher. Man kann in Sprachmodellen eine Stimme nahezu in Echtzeit so klingen lassen wie die irgendeiner Person. Total einfach und mit lokaler KI. Günstig und ohne Risiko aufzufliegen. Bei jeder Mail, bei jedem Anruf, denk daran. Kriminelle geben sich als Polizei aus. Kriminelle fälschen die Stimme eines deiner Liebsten. Kriminelle schreiben echt erscheinende Mails und Briefe. Gewinnspielgewinne, fälschlich aufgegebene Bestellungen, die du stornieren sollst, Strafzettel, gespielte Entführung, Drohung gegen dich und deine Familie. Manchmal kommen die Kriminellen auch nicht auf dich zu. Manchmal vertippst du dich einfach im Browser und dann steht da, dass du ein Virus installiert hast und dich an die praktischerweise gezeigte Telefonnummer von Microsoft oder Apple wenden sollst. Bis zu diesem Zeitpunkt hast du noch gar kein Virus. Weißt du aber nicht, also rufst du an. Da schließt du dann ein Abo ab auf irgendeine Sicherheitssoftware. Oder noch schlimmer, die wollen sich remote auf deinen Computer verbinden. Tu das nicht. Wenn die erstmal auf deinem Computer sind, dann wirst du dich schwer wieder los. Und Neustarten bringt dir auch meistens nichts mehr. Trotzdem, wenn du geklickt hast, dann schalte den Computer aus. Am besten änderst du jetzt all deine Passwörter auf einem anderen sicheren Gerät. Ich würde jetzt noch den Computer neu installieren. Bei Apple reicht es meistens, das Gerät in den Einstellungen auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Bei Windows würde ich auf Nummer sicher gehen, also mit sauberem Bootstick neu installieren. Vergiss nicht, deine Daten zu sichern. Die können aber auch infiziert sein. Wenn dir das zu kompliziert klingt, keine Panik. Am besten du fragst jemanden, dem du dabei vertrauen kannst. Oder gehst zum Spezialisten. Das kostet was, aber wenn das Geld sonst weg ist, dann kann das noch viel teurer werden. Und nutze Zwei-Faktor-Authentifizierung. Am besten über eine App auf dem Handy. Denn wenn der Scammer Zugriff auf deine Mails hat, dann bringt dir auch keine Bestätigungsmail mit Verifikationslink mehr was. Ich finde, dieses Wissen sollte jedem in der Schule vermittelt werden. Wird es aber leider nicht. In Firmen gibt es häufig regelmäßige Trainings zur IT-Sicherheit. Nehmt die ernst. Gerade ältere Menschen sind anfällig dafür. Die kriegen aber leider die Trainings nicht. Also, bitte, wenn du mit deinen Eltern oder Großeltern sprichst, sensibilisiere sie für dieses Thema.
Besser einmal mehr als einmal zu wenig. Danke. Du kannst natürlich auch einfach dieses Video teilen, das würde mir sehr helfen mit dem Algorithmus. So oder so. Es lohnt sich immer, alles zuerst nachzuprüfen. Der geübte Betrüger wird versuchen, dich möglichst unter Druck zu setzen, damit du kaum die Möglichkeit hast, nachzudenken. Kein seriöses Unternehmen möchte, dass du ihnen Geld in Form von Geschenkgutscheinen zukommen lässt oder dich gar auffordern, das Geld per Post zu senden. Sei auf der Hut. Bis bald. Bevor ich es vergesse, noch ein kurzer Disclaimer für meinen echten Arbeitgeber. Ich rate dringend davon ab, so zu kündigen. Rebecca, Jakob und Klaus gibt es nicht und eine Marketingabteilung haben wir auch nicht. Mein Job ist also sicher, hoffe ich. Ihr wollt euch noch tiefer in das Thema einlesen oder eure Geräte besser absichern? In der Videobeschreibung findet ihr offizielle Quellen und Anleitungen aus dem Video.